Kreislaufwirtschaft, Circular Economy ist für Kunststoffhersteller, aber auch für andere Akteure entlang der gesamten Lieferkette das Gebot der Stunde. Wie das konkret umgesetzt werden kann, darüber unterhalte ich mich jetzt im folgenden Talk mit Katja Wendler von der Dechema sowie mit Jessica Bethune von Schneider Electric. Ja, die gesamte Kunststoffbranche ist gerade im Umbruch, bewegt sich Richtung Kreislaufwirtschaft. Was heißt das generell für die Produktion von Kunststoffen in den nächsten Jahren? Wie wird sich insgesamt die Produktion verändern? Also was die Produktion betrifft, wenn man jetzt schaut, wie sich die Produktion von Kunststoffen generell weltweit entwickelt hat in den letzten Jahren, dann sieht man doch den Trend, dass die Produktionsmengen zunehmen. Weltweit, da sind wir ja 2022, lag die Produktionsmenge bei rund 400 Millionen Tonnen. Auf europäischer Ebene sieht man eher eine Stagnation, also rund 60 Millionen Tonnen im Jahr 2022. Der größte Treiber, sage ich mal, für die Zunahme liegt im asiatischen Raum. Ich würde vermuten, dass letztendlich dieser Trend sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Also dass wir letztendlich weiterhin auch ein Wachstum. Ich würde denken, ja, und letztendlich getrieben dadurch, dass wir ja auch eine wachsende Weltbevölkerung haben und durch Kunststoffe, durch ihre vielfältigen Eigenschaften auch in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden können. Mhm. Ich glaube tatsächlich mit dem Wachstum, dem würde ich zustimmen, wird aber auch die Frage dringlicher, wie gehen wir tatsächlich in eine Kreislaufwirtschaft, wie gehen wir in ein Recycling, wie können wir sicherstellen, dass wir nicht immer nur mehr produzieren, sondern das, was wir haben, auch nutzen und vielleicht auch mehrmals nutzen, um tatsächlich auch eben Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Resilienz, aber auch Effizienz entsprechend auch uns weiterentwickeln können. Mhm. Thema Rezyklate haben Sie ja jetzt gerade schon angesprochen. Also im Prinzip hat ja die Kunststoffbranche, ich sag mal, 3 Hebel zur Dekarbonisierung und 2 davon, das eine ist Rezyklate und das zweite sind Biopolymere, biobasierte Polymere, wie immer man das ausdrücken will. Insofern, wie werden sich die Mengen verschieben? Gibt es da Prognosen? Also ich denke, generell wird der Anteil an Rezyklaten definitiv, also Rezyklaten und, denke ich, auch biobasierten Kunststoffen zunehmen, weil, wie Sie schon sagten, die Kunststoffindustrie in Richtung der Klimaneutralität sich entwickeln muss. Letztendlich bei den Rezyklaten, denke ich, wird es auch noch mal eine Bewegung geben hin zu einem noch höheren Einsatz an Rezyklaten. Denn wenn wir im Moment schauen, welche Kunststoffabfallmengen fallen an, wie viele davon werden im Moment stofflich schon wiederverwertet, wie viele gehen im Moment noch in eine energetische Verwertung, also werden verbrannt, weil einfach die Technologie noch nicht in dem Umfang zur Verfügung steht, denke ich, dass hier auch noch Anstrengungen unternommen werden müssen, um dort noch mehr Abfallstoffe mit hohem Kunststoffanteil, die wir eben im Moment noch nicht widerstofflich nutzen können, wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Mhm. Und ich denke, als eine zusätzliche Quelle, die natürlich, sag ich mal, einen höheren Energieaufwand bedingt, wird sicher auch CO2 noch als zusätzliche Kohlenstoffquelle für die Produktion von Kunststoffen mit gedacht und mit reingenommen werden. Ja. Wobei wir natürlich hier, sag ich mal, für die Herstellung nachhaltiger Kunststoffe aus CO2 auch die Energie grün sein muss und wir hier in Konkurrenz mit weiteren Industrien sind, die eben auch in Richtung der Klimaneutralität sich entwickeln und den grünen Wasserstoff benötigen, die grüne Energie benötigen. Ja. Wenn man da eben schauen muss, wie sind die verfügbaren Mengen. Aber ich denke, das sind so letztendlich die Rohstoffquellen, die Kunststoffindustrie zur Verfügung hat und wo Anstrengungen unternommen werden müssen. Genau, die 3 Hebel quasi, die man ansetzen kann und ansetzen werden muss. Richtig. Genau. Jetzt heißt es natürlich Recycling. Das habe ich als Rohstoffhersteller nicht mehr alles selber in der Hand. Ja, also und in der gesamten Kette hat es ganz verschiedene Player. Was heißt das jetzt für die Branche Circular Economy? Mhm. Genau, also wir begleiten da eher auf der technischen als auch operativen Ebene. Ne? Wie kriegen wir tatsächlich die Kommunikation zwischen all diesen Playern auch sichergestellt? Von Kunststoffhersteller,
Verwender, so wie wir selbst, ja, aber auch Sortieranlagen, Recyclingfirmen. Ne? Also es fängt ja damit an, wo sammeln wir den Kunststoff wieder ein und kommen in eine Sortierung, dass wir wieder ein Recycling überhaupt möglich machen. Da arbeiten wir relativ eng, eben daran zu verstehen, wer sind tatsächlich die Player in dieser Kreislaufwirtschaft, wer muss was wissen tatsächlich voneinander. Und wie kriegen wir dann sowohl die technologischen, aber auch die digitalen Abläufe eben auch sichergestellt, dass entsprechend die Daten, die entstehen, die Information, die ausgetauscht wird, ob das jetzt Produktqualität oder tatsächlich Verfügbarkeit von Logistikunternehmen ist, auch zur Verfügung stehen und entsprechend auch für die einzelnen Mitspieler in der Kette auch verwertbar sind. Wo stehen wir da im Moment? Sind alle Player schon im Boot? Sind die digitalen Ströme schon identifiziert oder aufgesetzt vielleicht sogar? Ich würde sagen, wir sind ganz, ganz am Anfang. Ja. Ein jeder weiß, dass was getan werden muss. Es gibt Einzelne, die sich schneller bewegen, vielleicht weil es jüngere Unternehmen sind, noch nicht ganz so große Unternehmen, die eher noch die Möglichkeit haben, auch ihre Prozesse kurzfristiger zu überdenken. Es sind aber natürlich auch Unternehmen, große Produzenten, große Hersteller. Da muss man eben schauen, dass man auch in die Planung, in die Prozessabwicklung, in die Produktion überhaupt diese Veränderung einbringen kann. Ich glaube auch, dass sich die gesamte Wertschöpfungskette noch immens verändern wird, dass die Mitspieler in der Kette selbst sich verändern werden. Und auch die Gewichtung der einzelnen Mitspieler sich verändern wird. Und ich kann gar nicht mal sagen, wer in 5 Jahren welche Rolle wirklich spielen wird, weil tatsächlich auch mit der Entwicklung der Technologie, sei es digitale Plattformen, sei es Datenaustausch, sei es Konnektivität, haben wir überhaupt die Bandbreite, um diese Daten so austauschen zu können, wie wir sie brauchen, wird sich noch einiges tun. Und ich glaube, dass sich diese Industrie oder dieser Teil der Industrie wirklich auch neu formieren wird. Ja, sehen Sie das auch so, Frau Dr. Winter? Also ich beobachte das auch, dass ich denke, es einfach eine Circular Economy bedingt das Einbinden mehrerer Akteure, also im Vergleich zu einer linearen Wirtschaft. Es müssen mehr Akteure miteinander im Austausch stehen, wie Sie sagen, es müssen Daten erhoben werden, ausgewertet werden, weitergegeben werden, damit der nachfolgende Akteur in der Kette weiß, was hat er vorliegen, was kann er damit machen. Ich denke, in einigen Bereichen, im Kunststoffbereich, gibt es ja bereits etablierte Ketten, wenn man beispielsweise die PET-Flaschen nimmt. Ja. Da hat man ja wirklich schon einen Das ist, glaube ich, das, was am allerbesten funktioniert. Ja, ich denke, das sind aber auch Kreisläufe, wo man sich anschauen kann, wie sind die aufgebaut, was kann man vielleicht von diesen Kreisläufen auch lernen und übertragen auf Produkte, für die es solche Kreisläufe im Moment noch nicht gibt. Sei es wie können Anreize geschaffen werden, dass eben Produkte in dem Fall dann zurückgebracht werden, dass eine entsprechende Logistik da ist, die entsprechende Sammlung da ist. Also das würde ich auch so sehen. Und dann denke ich, was Sie sagten mit dem Austausch, wir beobachten das auch, dass eben zunehmend Kooperationen auch geschlossen werden zwischen Kunststoffherstellern, Kunststoffrecyclern, die bisher vielleicht nicht so im Austausch standen, aber dass man doch die Notwendigkeit sieht, sich hier auszutauschen, auch die Bedürfnisse des jeweils anderen kennenzulernen, um entsprechend sich auszurichten und nach wie vor dann auch gemeinsam wirtschaftlich diesen Kreis zu schließen. Und ich denke auch ergänzend ich denke, das Recycling ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil einer Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, wie es ja im europäischen Raum heißt. Aber ich denke, es geht auch noch drüber hinaus. Also das Recycling ist ja letztendlich der letzte Kreis, der geschlossen wird. Ja. Aber letztendlich muss das Bestreben sein, auch schon früher anzusetzen, dass wir sagen, ein Produkt wird hergestellt und wie kann ich dieses zum Beispiel durch Reparatur, durch Wiederverwendung, Remanufacturing, wie kann ich dieses möglichst lange im Kreislauf halten? Und da gibt es ja auch gerade neue EU-Vorgaben diesbezüglich, die da dann natürlich mit reinspielen. Ja? Genau. Für mich aber auch ein wichtiger Faktor, der oft vergessen wird, ist der Konsument. Solange wir den Konsumenten nicht mit in dieser Kreislauf mit aufnehmen, ist es toll, wenn wir zum Beispiel Jacken aus recyceltem Material herstellen. Aber solange der Konsument nicht versteht, dass diese Jacke dann eigentlich in den gelben Sack gehört und nicht in die Altkleidertonne, ist es halt nicht wirklich ein Kreislauf. Ja? Und da ist einiges an Veränderungsprozess noch vor uns, was wir bewerkstelligen müssen. Ja. Und ich denke auch, wie Sie sagen, den Verbraucher, ich sehe das auch so, das ist sehr wesentlich. Also alle müssen mitspielen, damit das Ganze letztendlich gelingt. Ich denke, da ist es auch noch wichtig, entsprechende Kommunikation dann auch zu betreiben, dass jeder versteht, was
auch seine Rolle sein kann Genau. oder sein Beitrag für die Kreislaufschließung. Jetzt unterstützt die Bundesregierung natürlich auch diesen Weg der Industrie in Richtung Circular Economy. Und Frau Dr. Wendler, bei Ihnen, bei der DECHEMA oder auch auf Ihrem Schreibtisch laufen die Fäden zusammen einer Fördermaßnahme, abgekürzt CORE. Ja. Erklären Sie mal kurz, was ist CORE, wer ist CORE und was machen Sie da? Sehr gerne. CORE, das Akronym steht für ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft, Kunststoff, Recyclingtechnologien und das Bundesministerium für Bildung und schon Forschung. sehr lange, dass man dafür einen kurzen Namen Genau, gefunden ein hat. kurzer, prägnanter Name. Das Forschungsministerium hat letztendlich die Gelder in die Hand genommen für diese Fördermaßnahme, um die Herausforderungen anzugehen durch eben Forschungsprojekte, die sich den Recyclingtechnologien oder den Unternehmen auch stellen. Eben die Herausforderung, dass insbesondere der Kunststoffabfall ja ein sehr inhomogener Abfall ist, allein schon durch die Vielfalt der Kunststoffe, die es gibt, dass eben Tatsache ist, dass im Moment noch recht viele Kunststoffe verbrannt werden müssen, weil noch nicht entsprechende Technologien zur Verfügung stehen. Und dass auch mit Blick auf die Sortierung und die Sammlung noch Optimierungen und Weiterentwicklungen notwendig sind. Und in CORE werden insgesamt 6 Forschungsprojekte gefördert. Und ein Begleitvorhaben, welches von der DECHEMA koordiniert wird. Also unsere Aufgabe ist es letztendlich, diese 6 Forschungsprojekte untereinander zu vernetzen und sie auch mit im Außenraum stehenden Initiativen, die sich mit ähnlichen Themen befassen, quasi in den Austausch zu bringen. Und diese 6 Forschungsprojekte, in denen arbeiten Konsortien zusammen mit unterschiedlichen Playern aus Industrie und Wissenschaft, oft auch die entsprechenden Akteure dieser neu aufzusetzenden Wertschöpfungsketten. Und letztendlich die Ansätze dort betreffen das mechanische Recycling und das chemische Recycling. Also letztendlich wird in einigen Projekten geschaut, wie kann man eben gerade durch den Einsatz von Sensoren schauen, dass die Sortierung optimiert wird, dass man eben entsprechende Daten generiert, um hier Optimierung voranzutreiben. Dann wird auch geschaut, quasi, wie kann die Sammlung schon effektiver laufen, dass eben die Ströme schon reiner ankommen. Und beim chemischen Recycling, da werden die einzelnen Bausteine oder die Kunststoffe in sehr kleine Bausteine zerlegt. Da kommen bei den 2 Projekten, die in CORE gefördert werden, auch Katalysatoren zum Einsatz, die eben die Prozesse nochmal beschleunigen, um so entsprechende... Darf ich da noch mal kurz Sehr nachfragen? Chemisches, mechanisches Recycling, geht man schon davon aus, dass man in Zukunft beides nebeneinander brauchen wird? Ist es im Moment noch sehr ergebnisoffen? Also letztendlich ist es, sag ich mal, in der Gesamtfördermaßnahme der Konsens, dass wir beide Arten des Recyclings benötigen. Ja. Ich sag mal, jeder Kunststoff, der durch ein mechanisches Recycling im Kreis gehalten werden kann, auch hochwertig im Kreis gehalten werden kann, der sollte diesen Weg gehen, weil es doch das energetisch günstigere Verfahren ist. Aber wie gesagt, gibt es einfach auch sehr, sehr viele Abfallströme, kunststoffhaltige Abfallströme, die eben im Moment noch nicht zurückgewonnen werden können, weil sie doch starke Verschmutzung haben, Anhaftungen eben sehr divers sind, und für diese soll quasi als komplementäres Verfahren die unterschiedlichen Verfahren des chemischen Recyclings dann zum Einsatz kommen. Alles mit dem Ziel, möglichst viele Kunststoffe stofflich im Kreislauf zu halten. Können Sie abschätzen, wie viel Prozent kann man später, egal auf welchem Wege, recyceln, und wird es immer einen Restprozentsatz geben, den wir in die Müllkraftwerke geben müssen? Ich weiß, möchten Sie... Machen Sie sehr gerne. Also ich denke, es ist durchaus sehr großes Potenzial da noch von den Kunststoffströmen, oder den Abfallströmen, die im Moment noch nicht stofflich verwertet können, welche auch in stoffliche Recycling zu bringen. Aber ich denke, so einen gewissen, möglichst klein zu haltenden Anteil an Störstoffen, die einfach enthalten sind, wird es wahrscheinlich auch künftig noch geben, den wir dann, wie Sie sagen, dann zumindest auch energetisch dann nutzen sollten, um so möglichst viel rausholen und gegebenenfalls das CO2, was dann beim Schornstein rauskommt,
als weiteren Rohstoff für zukünftige Kunststoffe zu nutzen. Code läuft ja seit einem Jahr. Ja. Ja, gibt es denn schon irgendwelche Zwischenstände oder ist es noch zu früh? Es ist noch ein bisschen früh. Also die Projekte hatten alle im zweiten Halbjahr 2023 angefangen, aber wir sind in regem Austausch und ich hatte ja gesagt, wir von der DECHEMA sind für den Austausch zwischen den Projekten zuständig und da findet im Moment auch ein intensiver Austausch statt oder der auch über die Fördermaßnahme hinweg oder die Laufzeit hinweg andauern wird zu übergreifenden Themen. Und da ist beispielsweise das Thema der Nachhaltigkeitsbewertung ein ganz, ganz wesentliches, wichtiges Thema, was eigentlich alle der Projekte mit auf der Agenda haben, dann letztendlich zu schauen, was ist technologisch möglich, aber gleichzeitig auch mit zu bewerten, wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit aus? Also ist das Verfahren, was sich entwickelt, ist es auch nachhaltiger als der bisherige Status quo? Ja, wir kommen jetzt als nächstes zum Thema Digitalisierung. Wie kann die helfen beim Recycling? Und da machen wir weiter nach einer kleinen Pause. Ob Nerd, Denker, Lenker oder Macher. Hauptsache Teamplayer. Willkommen bei Vago. Ja, aber Frau Bethune, Ihr großes Thema sind Daten, ist Digitalisierung für die Branche. Wie kann die denn die Branche unterstützen beim Thema Recycling konkret? Können Sie das mal so ein bisschen konkretisieren? Es geht ja im Grunde um 5 Kernthemen, wenn wir von Digitalisierung, von Datenaustausch oder vielleicht sogar bis hin zum digitalen Produktpass sprechen. Das eine ist Transparenz. Ja, was stelle ich, woher, wann, mit was, damit ich einfach tatsächlich Transparenz habe, was ist denn tatsächlich in meinem Produkt vorhanden. Qualitätsmanagement, das ist ein ganz großes Thema. Je nachdem, wo der Kunststoff eingesetzt wird, ob im Lebensmittelbereich oder in der Automobilindustrie, müssen andere Qualitätsstandards erfüllt werden. Regularien, Sicherheitsvorgaben, ne, ganz klar. Und damit ist die Nachverfolgbarkeit ganz wichtig. Wir wollen wissen, wie im Laufe des Produktzyklus, Lebenszyklus tatsächlich, welche Materialien sind verwendet worden, wo ist unter welchen Umständen etwas produziert worden. Wir wollen nachverfolgen können, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, wo vielleicht die Sollbruchstelle auch gewesen ist in dem ganzen Prozess. Und damit kommen wir eben natürlich auch zur Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich die Datentransparenz habe, kann ich diese auch nutzen, um zu lernen. Das heißt, ich kann nicht nur mein Produkt oder die Qualitätsstandards erreichen, ich kann meine ganzen Prozesse, meine Abläufe, die Kommunikation in der Kreislaufwirtschaft auch verbessern und damit immer wieder den Impact, den ich habe, ob das jetzt auf das Klima oder auf Ressourcennutzung oder eben grundsätzlich auch auf meine Mitarbeiter insofern minimieren, dass wir einfach effizienter arbeiten können. Ja, und der 5. sehr wichtige Punkt für mich ist dann wieder die Kundenkommunikation. Mit dem digitalen Produktpass kann ich meinem Kunden auch wiederum mitteilen, was sie von mir eigentlich kauft. Ob es weiterverarbeitet wird, wie auch immer, ist diese Datentransparenz einfach vorhanden und kann weitergegeben werden. Ja, und dafür wollen wir nicht nur die Technologie, sondern gerne auch die Plattformen zur Verfügung stellen. Weil ich einen Datenpunkt habe, heißt das lange nicht, dass ich digital bin. Ja, und was wir eingangs sagten, dazu braucht es die Bandbreiten, dafür braucht es die Plattformen und vor allem die Einigung innerhalb des Kreislaufs und der Mitspieler, in welcher Form wir miteinander Kommunikation, wie dieser Datenaustausch überhaupt stattfinden soll. Gibt es denn Vorgaben schon von Seiten der Politik, dass für Kunststoffprodukte der digitale Produktpass Pflicht wird? Ich weiß, es gibt einige Branchen, ich glaube die Spielwarenbranche ist da mit ein Vorreiter. Wie sieht es mit anderen Produkten aus? Genau, also ich würde sagen, mit Sicherheit gibt es viele einzelne Regularien. Im Rahmen des Circular Economy Action Plan müssen wir eben auch EU-weit schauen, dass wir eben so weit wie möglich standardisieren und regulieren, aber eben noch die Kreativität und Freiheit lassen, Technologien auch weiterentwickeln zu können und zu schauen. Ich glaube, dass alle Technologien, die wir brauchen, heute vorhanden sind. Okay. Das ist ja auch schon mal ein Also gute wir können Message, einfach machen, tatsächlich. Ja, also wir müssen nicht darauf warten, dass irgendjemand noch was Neues erfindet. Ja, ob das Software ist, ob es Hardware ist, ob es Bandbreite ist, es ist alles da.
Wir müssen uns nur trauen, das jetzt in einen Einklang zu bringen. Wichtig sind die Regularien. Wichtig ist, dass wir in der ganzen EU die gleichen Spielregeln haben, damit wir auch nicht nur Wettbewerb, sondern auch Innovation und Fortschritt ermöglichen. Und da arbeiten wir sehr eng auch mit den Verbänden zusammen, um zu schauen, sowohl auf Kunden- als auch auf Herstellerseite, ob das Namur oder ZVIE ist, welchen Weg gehen wir hier, und die Zusammenarbeit mit der EU selbst und den Gremien ist hier natürlich sehr wichtig. Weiß man schon, welche Informationen dieser digitale Produktpass enthalten muss, und gibt es auch schon Standardvorschläge, wie die Datenübertragung laufen kann, laufen sollte? Also Vorschläge gibt es, relativ viele. Okay, zu viele? Es wird heiß diskutiert. Ja, okay. Nein, das ist so ein bisschen Push and Pull, tatsächlich. Also als Schneider Electric haben wir natürlich unsere eigenen Ideen, auf welcher Basis wir das entwickeln können. Auch da arbeiten wir sehr eng wieder mit den Verbänden zusammen. Wo jetzt schlussendlich die Einigung stattfinden wird, das werden wir noch sehen. Das ist mit Sicherheit noch in der Entwicklung. Aber grundsätzlich müssen natürlich Grunddaten, Grundzutaten, nenne ich es jetzt einfach mal. Informationen über den Produktionsprozess, Informationen über Ursprungsländer, Orte etc. Bis hin eben dann tatsächlich Zusatzstoffe und andere Informationen, die enthalten sein müssen. Also ich denke, eine Grundidee gibt es. Wie es dann schlussendlich, der digitale Produktpass schlussendlich aussehen wird, müssen wir noch ein bisschen Arbeit. Verraten Sie, welche Lösung Sie favorisieren bei Schneider Electric für den Datenaustausch? Gut, wir sind große Freunde von Standardisierung. Also für uns ist das Thema, wenn wir jetzt ganz technisch werden wollen, Entkopplung von Software und Hardware. Ja. Für uns ist tatsächlich hier die Standardisierung auf den Normen IEC 61499, IEC 61311 ganz wichtig, wo wir sagen, es sind im Prinzip normierte Stecker, die wir schaffen wollen zwischen der Hardware- und der Softwarewelt, um sicherzustellen zu können, dass der Datenaustausch, der aus der IT, aus der OT, in der kompletten Kette möglich wird, so schnell wie möglich passieren kann. Ja. Unsere Plattform dafür zum Beispiel wäre EcoStruxure Automation Expert, wo wir sagen, für die Industrie ermöglichen wir es den Unternehmen, auf einer digitalen Plattform, auf einer Orchestrierungsebene, all die im Unternehmen entstehenden Daten zur Verfügung zu stellen, erstmal einzusammeln, in Echtzeit zur Verfügung stellen und dann eben zu bestimmen, wer braucht welche Daten, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Format, um dann intelligente Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und da arbeiten wir, weil wir wissen, dass das funktioniert nicht nur mit uns, es ist ein Ökosystem, es müssen alle Mitspieler dabei sein, eben zum Beispiel mit einer Organisation namens universalautomation.org. Das ist eine Non-Profit-Organisation, wo sich die Unternehmen auf einer gemeinsamen Runtime einigen, um eben auch dann über herstellerunabhängige Systeme den Datenaustausch zu ermöglichen. Ja, aber ich glaube, Standardisierung ist ganz wichtig in dem Bereich. Absolut. Weil ich sag mal, wenn man sonst Daten austauscht zwischen zwei Unternehmen, dann ist es ja schon kompliziert und komplex, aber hier haben wir ja eine Vielzahl von Playern. Die Realität, die wir in Deutschland jetzt sehen, ist, viele der Anlagen, viele der Infrastrukturen sind einfach alt. Ja, also sind 30, 40 Jahre alt. Ja. Da läuft teilweise noch Software, die in den heutigen Universitäten oder Ausbildungsbetrieben gar nicht mehr gelehrt wird. Das heißt, wir müssen Wege finden, dass wir heute noch vielleicht manuelle Prozesse automatisieren, einer Digitalisierung überhaupt zuführen können, und dass wir hier eben tatsächlich bestehende Infrastrukturen auch in eine digitale Welt einbinden können, um dann Kreativität, Innovation auch zu ermöglichen. Und das sage ich, wenn ich sage, die Technologie ist da, das meine ich auch tatsächlich, von einer einfachen Prozessautomatisierung zu JetGPT und künstlicher Intelligenz. Wir müssen uns nur trauen, tatsächlich die einzelnen Puzzleteile auch zusammenzustecken. Frau Dr. Wendler, ist bei Kurt das Thema Digitalisierung auch irgendwo angedockt? Digitalisierung, spielt überall mit rein. Also letztendlich werden auch da an verschiedenen Stellen Daten erfasst, wie Sie sagen, um entsprechende Auswertungen zu machen für künftige Optimierung. Ich sehe Digitalisierung auch als ein Enabler letztendlich für die Kreislaufwirtschaft, für Kreislaufschließung. Wir haben das auch bei anderen Projekten quasi beobachtet, dass
gerade wenn eine Umstellung erfolgen soll von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft, eben auch neue Geschäftsmodelle notwendig sind. Und gerade für diese Geschäftsmodelle bieten oft digitale Technologien, gerade entsprechende Daten, bieten unglaubliche Möglichkeiten und machen es erst möglich, solche Wertschöpfungsketten aufzusetzen. Also Digitalisierung spielt definitiv überall mit rein und ist sehr essentiell, um den Weg zu gehen. Ja. Wenn wir in 3 Jahren hier wieder sitzen auf der Achemer, wo stehen wir dann bei dem Thema? Was ist Ihre Hoffnung? Gut, die Hoffnung ist tatsächlich, dass recycelter Kunststoff als wirklich wertvolle Quelle angesehen wird, auch breitflächig. Wir haben ja selber auch eigene Ziele, bis nächstes Jahr tatsächlich 50% unserer Produkte aus recyceltem Kunststoff herzustellen. Und wir hoffen, dass wir viele, viele Mithersteller eben entsprechend diesen Weg mit heranziehen können. Ich hoffe aber tatsächlich auch, dass das Thema Digitalisierung nicht mehr diskutiert wird, sondern dass es Alltag wird. Ja? Dass wir eben auch hier Wege gefunden haben, reguliert, mit Standards, tatsächlich eine Welt zu öffnen, die vielleicht ganz ungeahnte Potenziale für uns hat. Was denken Sie, wo Also wir in 3 Jahren stehen? Ich hoffe auch, dass viele der Technologien, die wir jetzt in den Projekten mit begleiten, die sich jetzt in der Entwicklung befinden, dass die einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen sind, auch in Richtung letztendlich einer wirtschaftlichen, industriellen Skalierung und entsprechende Mengen dann dort auch rezykliert und wiedergewonnen werden können. Und dass eben auch, für die Rezyklate, die gewonnen werden, dass da auch noch bei den potenziellen Anwendern dann noch mehr Vertrauen wächst, dass diese Kunststoffrezyklate wertvoll sind und guten Gewissens in Produkten eingesetzt werden können. Und dass es ein sehr wichtiger Weg ist, eben um die gesetzten Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität zu erreichen, um eben fossile Rohstoffe zu ersetzen. Ja, dann würde ich sagen, dann verabreden wir uns jetzt hier gleich wieder in der gleichen Runde für in 3 Jahren und dann schauen wir, was draus geworden ist. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.